nächste Stopp auf unserer Rundreise ist Huacachina. Das ist quasi so eine Oase mitten in der Wüste. Und hier hinten habe ich gerade eben einen Paraglider starten sehen. Man kann mit Buggies rumfahren und da hinten ist ein Bootsverleih. So für einen Nachmittag ist das eigentlich ganz cool so. Das Wasser hier in Huacachina, das kommt der Sage nach von den Tränen einer Sirene, die wohl hier immer noch irgendwo ist. Mal schauen, ob wir die finden. Und wenn nicht, dann würden es wahrscheinlich doch irgendwie das Grundwasser sein oder irgendwas in der Art. Aber glauben wir erstmal an die Sirene. Ha! Gefunden! Eine andere Sage berichtet von einer Prinzessin, die hier gebadet hat und von einem Jäger überrascht wurde. Bei der Flucht hat sie ihren Spiegel fallen lassen, der zerbrach, woraus der See entstand. Huacachina liegt etwa 5 Kilometer westlich der Stadt Ica. Im Ort leben etwa 100 Menschen permanent, aber es kommen täglich Hunderte bis Tausende Touristen vorbei. Der Name setzt sich aus den Quechua-Wörtern Huaca, was so viel wie heiliger Ort bedeutet, und China, also Frau, zusammen. Eine andere Interpretation leitet den Namen von Huacachina ab, was eine Abkürzung von Huacachina Cucha sein soll, was verborgene Lagune bedeutet. Bevor der Ort international touristisch relevant wurde, wurde die Oase als Heilbad genutzt. Wegen des durch den Tourismus gestiegenen Wasserverbrauchs trocknete der See 1988 aus. Um den See wieder erscheinen zu lassen, hat man Rohrleitungen aus Ica verlegt. So, aber jetzt zum Hauptgrund, warum wir hergekommen sind. Die Fahrt mit den Buggies durch die Dünen. das mal kein wilder Ritt ist. Wir machen gerade hier die erste von, ich glaube, 2 oder 3 Pausen für Fotos und ja, für Fotos hauptsächlich.
Und wir werden gleich mal versuchen, hier diesen Hügel auf einem Brett runterzufahren. Ich habe keine Ahnung, ob auf den Beinen oder auf dem Bauch. Like this. And let's go. Now let's get it out. So, nach der ganzen Action kommen wir jetzt ein bisschen zur Ruhe bei einem Sonnenuntergang. Der müsste in ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten sein. Da geht noch was. Ist aber generell ein sehr beliebter Spot für Sonnenuntergänge. Da unten ist die Oase. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Am nächsten Tag ging es morgens zum Flughafen von Nazca für einen Rundflug über die berühmten Nazca-Linien. Der Flug hat uns $70 gekostet, aber man bekommt einen schönen Überblick über 14 der insgesamt wohl über 1500 Bilder. Fun Fact: Wenn man möchte, bekommt man auch einen Stempel in seinen Pass. Aber was sind die Nazca-Linien überhaupt? Die Nazca-Linien sind sogenannte Geoglyphen, meist nur wenige Zentimeter in den Boden gescharte Linien, die nur von Hügeln oder aus dem Flugzeug gesehen werden können. Bekannt sind über 1500 Figuren. Ende 2022 ist man übrigens wieder auf 168 bisher unbekannte Bilder gestoßen. Die längsten Linien sollen bis zu 20 Kilometer lang sein. Die ältesten Figuren oder Linien sollen aus der Paracas-Periode stammen, also zwischen 800 und 200 vor Christus. Man geht heute davon aus, dass es sich um Rituale für Wasser und Fruchtbarkeit gehandelt hat. Ich verlinke euch mal den Wikipedia-Artikel in der Videobeschreibung. Da es noch relativ früh am Morgen war, machten wir uns nun auf den Weg nach Arequipa, der nächsten Station auf unserem Roadtrip. Dafür fuhren wir etwa 10 Stunden oder knapp 600 Kilometer auf der Panamericana. Die Panamericana ist eine Schnellstraße, die von Alaska bis hinunter nach Buenos Aires in Argentinien führt. Die inoffizielle Route führt sogar bis nach Ushuaia an der Magellanstraße.
Das Netzwerk der Straße umfasst etwa 48.000 Kilometer und die längste Nord-Süd-Verbindung ist knapp 26.000 Kilometer lang. Die komplette Strecke lässt sich aber dennoch nicht befahren, da bisher ein etwa 90 Kilometer langes Teilstück im Süden Panamas und Nordwesten Kolumbiens fehlt. Wir haben hier gerade kurz einen Stopp gemacht an so einer Art, ja, hier gibt es seismische Aktivitäten oder wie das heißt. Und da hat sich die Erde hinter mir aufgetan quasi. Dadurch ist der Canyon hier entstanden. Aber was auch noch sehr interessant ist, oh Gott, dadurch, dass das hier unter Wasser war, der Meeresspiegel war viel höher, sieht man hier immer noch Spuren davon, wie zum Beispiel hier. Fossilien oder wie das heißt, Muscheln. So, weiter geht's. Wir sind jetzt von der Wüste in einen Canyon reingefahren, wo es eine Menge Olivenbäume gibt und die werden hier massig verkauft. Und wir machen so eine Art Oliventasting. Ich wusste nicht mal, dass es Olivenhonig gibt. Schmeckt doch schon sehr intensiv, vor allem die hier. Schon echt krass. Oh, sehr gut. So, Einkauf erfolgreich. Der Einkauf war erfolgreich. Der Rücktransport nach Deutschland leider nicht. Wir kommen jetzt gerade an einer Kapelle vorbei. Vor einigen 100 Jahren gab es einen 4-jährigen Krieg zwischen Chile und Peru. Und einige der Schlachten kamen auch hier fanden hier statt. Und beim Bau der Straße hier hat man 3 verschiedene Schädel gefunden. Von einem 12-, 14- und einem 15-jährigen Jungen oder irgendwie so in der Art. Und dann hat man hier eine Kapelle gebaut, nämlich die hier. Die war erst für die 3 Jungen gewidmet und am Ende hat man das dann geändert, dass es jetzt für alle Leute ist, die auf den Straßen gestorben sind. So, und das Ganze heißt Las Calaveritas. Vielleicht ist euch ja die ein oder andere seltsame Beigabe auf dem Schrein aufgefallen, wie zum Beispiel die Dose Bier.
Es ist hier Brauch, dem Verstorbenen das zu hinterlassen, was er zu Lebzeiten sehr gemocht hat. So, da es nun langsam dunkel wurde und wir erst bei Nacht in Arequipa ankamen, machen wir hier Schluss. Wie es in Arequipa aussieht, das seht ihr nächste Woche. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo falls noch nicht geschehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!